Ist Prologis der beste REIT der Welt bzw. der USA? Prologis ist ein Real Estate Investment Trust, also ein Immobilienunternehmen, das sich in erster Linie auf Logistik Immobilien konzentriert hat, also große Warenhäuser, die praktisch dann an große Ketten vermietet werden, um dort eben Sachen zu lagern. Die werden aber auch unter anderem dafür benutzt, zum Beispiel um Energie zu gewinnen. Und wir schauen uns jetzt an, ob die Aktie im Moment kaufenswert ist, ob es wirklich die beste Immobilienaktie ist, die es am Markt gibt, oder ob die alternativen Aktien vielleicht sogar besser performt haben. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal die letzten Quartalszahlen an, die Prologis vorgestellt hat. Die waren tatsächlich eigentlich sehr, sehr gut, aber der Ausblick hat leider enttäuscht. Deswegen hat die Aktie auch zuletzt etwas an Kurs verloren. Wir können auch hier kurz mal auf den Aktienpreis der letzten 6 Monate schauen. Und da sehen wir hier, gab es diesen Kursabfall auf diese ungefähr 105 US-Dollar runter. Also hier in letzter Zeit nochmal ein schöner Abschlag. Ja, was hat Prologis da in dem Quartal, im ersten Quartal vorgestellt? Ja, man hat eine Core Funds from Operations, das ist immer die wichtige Kennzahl bei den REITs, anstatt die Earnings per Share, hat die Erwartungen übertroffen und zwar mit 0,06 Cent mehr als erwartet. Also schon mal ein sehr, sehr guter Wert. Und der Prologis-CEO hat eben dazu jetzt gesagt, ja, wir haben jetzt gute, gesunde, ähm, operative Bedingungen im Markt, aber naja, der Kunde, der schaut halt immer noch auf die Kosten und achtet ganz genau drauf, was für Entscheidungen er hier macht. Und ja, es liegt ja in erster Linie daran, dass wir immer noch einen sehr volatilen und einen immer noch stark hohen ja, Zinsmarkt haben, also mit den hohen Zinsraten ähm, tut sich Prologis da eben auch schwer, beziehungsweise sowieso deren Kunden, da natürlich Prologis sehr stark von den Zinsen abhängig ist und umso besser, mehr, also sage ich mal, umso besser arbeiten kann und umso mehr Geld verdient, je niedriger die Zinsen sind. Ja, die Balance Sheet Strength und Liquidity, also man hat im Moment circa 6 Billion Dollars in Cash auf der Hand. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe mal hier die wichtigsten Sachen rausgestrichen. Man hat jetzt hier auch vor kurzem nochmal Schulden aufgenommen mit einer Zinsrate von 4,7%, also sehr hoch, 9,5 Jahre ist die gefixt. Gefällt mir jetzt tatsächlich weniger gut, aber es wird halt eben jetzt hier ähm, ja, erwähnt. Man sagt hier auch, dass die totale Prozentrate der Marktkapitalisierung der Schulden bei 21% liegt und ja, man sieht jetzt hier eigentlich ganz gut. Wir haben ja ein hohes Zinsumfeld gerade, über 5% Zinsen. Und man hat aber hier also einen Durchschnitt von 3,1% Zinsrate und die durchschnittliche ja, ausstehende Schuldendauer ist 9,3 Jahre. Also im Durchschnitt werden die ganzen Schulden eben erst zur Refinanzierung in 9,3 Jahren fällig und die nächste wirklich wichtige ist erst 2026 neu zu refinanzieren. Also da haben wir auch noch ein bisschen hin, 1,5 Jahre. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, warum Prologis so abgeschmiert ist. Und das ist nämlich die Guidance. Also sie hatten zwar eben ein wirklich gutes erstes Quartal, aber sie erwarten jetzt eben hier in den nächsten Quartalen ja eine doch Abkühlung irgendwie noch weiter der Wirtschaft und deswegen haben sie ihre Erwartungen nochmal beziehungsweise erstmalig senken müssen und sie projizieren jetzt halt ein FFO Growth, also Funds from Operation Wachstum von knapp 8% und den Cash Same Store Wachstum auf 6,75%, also eine leichte Senkung, aber sie sagen eben auch hier, wir bleiben aber sehr positiv gestimmt für die langfristige Wachstumszukunft und für unseren Markt. Und hier sieht man nochmal, was für Anpassungen sie gemacht haben. Also hier ging ähm, der FFO um minus 1,3% nach unten. Ähm,
Und man hat hier eben auch nochmal die Operations leicht gesenkt in den Basispunkten, auch leicht. Also alles etwas, naja, milde nach unten gedreht, was die Erwartungen angeht. Und daraufhin ist eben die Aktie erstmal gefallen. Natürlich hängt auch damit zusammen, dass jetzt halt ja, die Interest Rates eben für länger höher bleiben, also higher for longer. Und das schadet natürlich Prologis. Ich habe jetzt hier mal die Investor Relations Präsentation von 2023 da. Wir schauen auch dann noch auf die charttechnische Situation und die fundamentale Situation. Aber gucken wir mal ganz kurz hier rein in die Daten, die uns hier liefern. Und wir sehen, ja, Post-Pandemic Multiplier Effect on Demand, also jetzt nach Corona, haben wir immer noch Goods versus Services. Wir haben also viele Produkte. Da haben wir Demand-Effekt von plus 6%. Natürlich der Wandel immer mehr hin zu Online, plus 11%. Und das Inventar pro Verkauf steigt hier auch, und zwar auf plus 3%, also ungefähr 20% mehr logistische Immobilien werden hier eben benötigt im Vergleich zu den Level, die vor der Pandemie waren. Ja, was hat Prologis hauptsächlich für Kunden? Also wir sehen, man unterteilt es hier in 5 Varianten und Großkunden sind sowas wie Lowe's, Home Depot, Amazon auch ganz viel, Pepsi, Mercado Libre, BMW, also sehr, sehr bekannte Unternehmen auch sehr, sehr wichtige, sogar BYD ist hier mit drinnen. Also wirklich diese großen Unternehmen, die eigentlich schon wirklich ja, too big to fail sind. Also relativ gut. Da haben wir die Vacancy Rate to remain healthy, also die Vakanzrate, ja, der freistehenden Immobilien sieht aber völlig in Ordnung aus. Wir schauen jetzt hier unten noch auf das globale Portfolio, also wo hat man denn überhaupt seine Immobilien? Und man sieht hier, ja, man ist eigentlich weltweit vertreten, also in den USA, in Südamerika, in Europa und in Asien. Der wichtigste Markt stellt aber auf jeden Fall die USA dar, beziehungsweise auch Kanada. Ja, also ja, ein breit diversifiziertes Portfolio auf jeden Fall. Man hat hier auch noch ein paar Daten hier geliefert, zum Beispiel die Niedrigkostenstruktur und die Asset Under Management, die man hier präsentiert. Also man sieht, die Asset Under Management sind immer weiter gestiegen und das sieht auf jeden Fall gut aus. Also alle Assets, die man praktisch hat, also alle Immobilien, die man besitzt sozusagen. Dann geht man hier kurz mal auf das Balance Sheet ein. Also wir haben ein Debt to Adjusted EBIT Ratio von 4,6. Das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und eben hier diese 6 Milliarden US-Dollar Cash. Und man hat ein A3 Balance Sheet Rating von Moody's. Also auch relativ gutes Debt Rating. Kann man eigentlich nichts sagen. Schauen wir mal hier noch auf die Operations Outlook Daten. Also hier hat man ja, so eine Spanne angegeben für das Jahr 2024 bis 2026 im Durchschnitt. Ja, man sieht hier, man geht davon aus, dass der Mietmarkt zwischen 4 und 6% pro Jahr wächst und in dem Zeitraum wächst und die durchschnittliche Belegung der Immobilien, also dass halt 96 bzw. 97% aller Immobilien wirklich vermietet sind und eben dann nur 3% leer stehen. Ja, und dann sehen wir hier noch, dass man auch eigene Warenhäuser weiterentwickelt und man hat hier auch sehr, sehr gute Margen und kann hier auch außerhalb der USA seinen Marktanteil weiter ausbauen. Dafür investiert man auch relativ viel. Ja, hat man eben noch so ein paar Sidebets. Hier zum Beispiel, man ist großer Produzent von auch Solarenergie, also Solarstrom und man produziert hier ja, zum Beispiel 3 Gigawatt Strom mit diesen mit diesen ganzen Solaranlagen, die da eben machen und auf ihre Warenhäuser draufpacken. Und ja, das ist natürlich ein ja, schöner Nebeneffekt, dass man eben diesen Platz hat auf den Dächern und da seine eigenen Solarzellen draufpacken kann. Genau, dann schauen wir noch hier auf den Asset Under Management Growth. Da sagt man so, ja, 3 Jahre Wachstumsrate, 9 bis 12% CAGR, also auch richtig stark, richtig starker AUM Growth.
Hier nochmal genau in wie viel Ländern und Märkten man ist. 16 Länder, 64 Märkte. Ja, auch in der Mobility, also in dem Transportbereich, ist man sehr stark fokussiert und sagt hier, dass man 125 bis 250 Megawatt Ladekapazität haben wird, um eben um die Elektroflotte weiter ausbauen zu können. Und hier sieht man auch, wie viel man eigentlich an Strom hier ja, produziert hat. Also hier 1,0 bis 1,25 Gigawatt nur von diesen Solarzellen eben, die man da besitzt. Dann schaut man hier noch so ein bisschen auf die Historie und Prologis stellt sich hier selber, naja, mal hin und vergleicht sich mit seinen Competitoren und man sieht, ja, Prologis hat am besten performt im Vergleich zu dem S&P 500, im Vergleich zu anderen Logistik-REITs und hat auch das meiste bzw. das höchste Dividendenwachstum gehabt. Und auch die Funds from Operation Guidance, also die Wachstumsguidance, ist am höchsten im Vergleich zu allen anderen ähm, die man hier zum Vergleich angezogen hat. Leider steht jetzt hier nicht ganz genau dabei. Ah, doch, hier unten steht, mit wem man sich vergleicht, mit East Group Properties zum Beispiel oder Stuck Industrial. Da werden wir auch noch gleich einen Vergleich machen. Ähm, ja, inwiefern die sich vielleicht überschneiden. Und hier ganz wichtig noch, sieht man jetzt den Ausblick ganz genau. Also man geht jetzt hier von diesem MRG-Szenario aus. Das heißt, dass der Markt für Vermieten oder dass die Mietpreise generell null steigen. Man nimmt hier außerdem die niedrige Erwartung für die Occupancy an und projiziert jetzt hier eben so ein bisschen die Daten rein und sagt, selbst wenn jetzt der Rentenmarkt nicht steigt, also wenn der um 0% wächst, also gleich bleibt, selbst dann haben wir immer noch einen Funds from Operations Wachstum von 8,5%. Ja, und in dieser Hochzinsphase ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Wachstum hier bei den Renten 0% sein wird, weil man kann sich einfach es nicht leisten, großartig zu investieren und hohe Zinsen zu zahlen für einen fetten Kredit. Also dann mieten dann eben die Leute doch lieber. Ja, so schaut's aus. Jetzt gucken wir mal hier auf die ja, Peer Group von Prologis. Ich habe mir jetzt mal Rexford Industrial, East Group Properties und Stuck Industrial rausgepackt. Und da sehen wir schon, ja, Prologis eigentlich lange, lange Zeit die anderen outperformed. Im Moment ist jetzt East Group Properties leicht über Prologis, aber alle anderen beiden, also Stuck Industrial und Rexford, haben auch über lange Zeit deutlich schlechter wie Prologis performt. Also Prologis auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pick in dem Fall. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal auf die charttechnische Situation. Also charttechnisch gesehen sieht man hier, ja, sehr, sehr gut. Sieht gut aus. Langfristiger Aufwärtstrend auf jeden Fall zu sehen. Ich habe hier mal einen Trendkanal eingezeichnet. Ja, und wir sehen jetzt hier eigentlich, könnte sich ein sehr schöner Einstiegszeitpunkt darstellen. Gucken wir mal in die Wochenansicht. Ich habe jetzt mal ein Fibonacci Retracement angelegt, hier in diesem monatlichen Impuls. Und wir sehen, dass wir in dieser grünen Zone auf einem sehr wichtigen Bereich angekommen sind. Also so zwischen 100 und 108, 109 US-Dollar. Und hier oben haben wir eigentlich mehr oder weniger so eine Range gebildet, an der wir jetzt auch zuletzt wieder Anfang 24 abgeprallt sind. Und hier war das eben, als dann die Earnings rausgekommen sind und der Outlook nach unten angepasst wurde. Deswegen sind wir dann auch hier so nach unten weggecrashed. Gucken wir mal in den Tageschart und da sehen wir, ich habe jetzt hier den Impuls angelegt, den letzten Wochenimpuls und hatten hier die starke Korrektur, haben hier zwei Lücken in Blau aufgerissen nach unten und versuchen uns jetzt hier unten zu stabilisieren und hatten jetzt hier einen kleinen Doppelboden, den wir gebildet haben. Ja, jetzt sind wir nach oben ausgebrochen. Man könnte jetzt natürlich die erste Tranche hier einlegen, aber es gibt hier oben noch einige Widerstände zu überwinden. Also die zwei Kurslücken definitiv nicht zu verkennen. Also ich würde erstmal abwarten, wie die Aktie hier oben auf der ersten Kurslücke reagiert. Und mittelfristig wird natürlich ganz, ganz wichtig, dass dieser Widerstand hier oben endlich gebrochen wird, weil der ist natürlich wirklich massiv. Also man ist hier ja schon eins, zwei, dreimal so massiv abgestürzt, als man den Widerstand angetestet hat. Also sehr wichtig.
Ja, im Moment hat man einen Dividenden-Yield von 3,56%, also ein richtig, richtig starker Dividendenzahler. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal auf die fundamentalen Kennzahlen. Man hat eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar, also ja, schon sehr, sehr großes Unternehmen auch. Ja, auch schon fast too big to fail. Wenn wir uns die Price-to-Earnings-Ratio in der Historie anschauen, dann sind wir eigentlich jetzt halt auf einem ja, relativ normalen, mittelmäßigen Niveau. Generell das Wachstum und die Profitabilität, also Net Income und Umsatz konnten immer weiter gesteigert werden. Die Netmarge, die war aber ja, deutlich zyklisch. Ja, da schauen wir aber gleich noch genauer drauf. Ja, am meisten Umsatz macht man natürlich mit Real Estate, wie schon erwähnt, und das zweitwichtigste ist das strategische Kapital. Der wichtigste Markt ist die United States, sehen wir hier, und danach kommt dann schon Europa, in dem man auch ja, Logistikzentren hat. Zum Beispiel Hamburger Hafen. Wenn man da am Pier steht, dann sieht man auch eine Halle von Prologis, hat vielleicht schon der ein oder andere gesehen. Dann hier die Financial Health. Also wir haben einen Free Cashflow 2023 gehabt von 4,7 Milliarden zu einer Verschuldung, also zu einer Schuldenlast von 3,1 Milliarden. Also hier ungefähr eine Verschuldungsgrad von sechsfach, also noch gerade an der Grenze. Dann schauen wir mal auf den Cashflow hier. Ich möchte mal den Funds from Operations eingebunden haben. Ja, die Funds from Operations, ganz wichtige Free Cashflow-Kennzahl im Sinne der REITs. Und die konnte wirklich stetig gesteigert werden und wirklich auch sehr, sehr starkes Wachstum. Also hier auch über 20% Wachstum im Vergleich zu 2022, jetzt im Jahr 2023. Also richtig starkes Unternehmen. Auch die Total Assets, die sind hier immer weiter gestiegen. Wenn wir mal die Total Debt anschauen im Vergleich, sehen wir auch, dass wir jetzt zuletzt ja 5,3 FFO, 31 Total Debt, also wenn man das mal mit mal 6 überschlägt, dann haben wir genau ungefähr diese sechsfachen Verschuldungsgrad, also von Funds from Operation im Vergleich zur totalen Schuldenlast. Ja, das Wachstum konnte immer weiter durchgezogen werden eigentlich, also wirklich ein sehr, sehr gutes Unternehmen auf den ersten Blick hier fundamental. Dann schauen wir noch die Total Common Shares Outstanding an. Ja, typisch für einen REIT wurden hier die Aktienanzahlen immer weiter erhöht, stellt aber in der Regel kein Problem dar, da man eben da Fremdkapital sozusagen naja, sich holt, um dann mehr Immobilien ins eigene Portfolio zu legen. Und das führt natürlich dann eben wieder zu mehr Wachstum. Also da grundsätzlich jetzt kein Problem. Dann schauen wir auf die Margen. Man hatte hier stetig eigentlich sehr, sehr hohe EBITDA-Margen und ja, eigentlich relativ stabile operative Margen und Netmargen. Das Einzige, was hier mal rausgestochen hat, ist eben 2021 gewesen, so um Corona, wo natürlich dieser große Online-Hype war. Da hat man noch höhere Margen gehabt wie im Moment, aber sieht eigentlich völlig in Ordnung aus und man konnte die eigentlich sehr stark ähm, ja, stetig halten. Dividenden zahlt man hier auch schon sehr, sehr lange, seit 10 Jahren. Und die wurde auch immer weiter gesteigert. Und der Dividenden-Yield ist jetzt eben auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau im Vergleich zur Vergangenheit. Die Payout-Ratio, die liegt ungefähr bei 70%. Und die muss man natürlich auch im Anbetracht der Funds from Operations sehen. Und ja, also Umsatzwachstum, Earnings, wir können hier noch die Erwartungen anschauen. Wir sehen, dass es hier 2024 eher schlecht ausschauen soll, aber ab 2025 soll dann wieder starkes Wachstum stattfinden. Also man kommt jetzt eben auf diese etwas ja, normaleren Level wieder zurück aus Corona und setzt dann von dort seinen Wachstumspfad fort. Also in meinen Augen wirklich der allerbeste REIT, den es am Markt gibt. Auch die Outperformance gegenüber S&P 500 hier in der Niedrigzinsphase gefällt mir sehr gut. Also für mich wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Unternehmen. Ist auch der einzige REIT, der sich in meinem Depot befindet, in meinem Portfolio, also hier mit Disclaimer. Ich habe die Aktie in meinem Depot und soll jetzt keine Anlageberatung darstellen. Ich bin natürlich deswegen auch leicht biased. Und im Moment würde ich sogar jetzt bereits einsteigen. Also wir haben ja hier ganz kurzfristig den Boden gebildet mit dem Bruch von dem 4-Stunden-Hoch hier bei 105 US-Dollar. Also ich finde, man könnte jetzt noch abwarten, wie die Reaktion hier oben an der Gap aussieht. Aber für mich
ja, wirklich ein Top-REIT, der auch besser performt hat als eine Realty Income, als diese ganzen ganz bekannten Unternehmen, Vonovia, auch wenn das jetzt natürlich kein REIT ist. Also für mich wirklich eine Top-Aktie und der beste Pick, den es gibt am Markt, wenn man in Immobilienaktien rein möchte. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Ist ein etwas längeres Video geworden, aber ich wollte mal vorstellen, ja, was mir oder worauf ich so achte, jetzt zum Beispiel bei so einem Unternehmen. Und wenn natürlich jetzt die Zinsen wieder sinken, also wenn die 10-Jahres-Zinsen wieder weiter gesunken werden von der Federal Reserve, dann wird natürlich auch Prologis sehr, sehr stark davon profitieren. Und wir sehen ja hier im Moment sind die 10-jährigen Zinsbonds, also die US-Staatsanleihen, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wenn die natürlich wieder runterfallen sollten auf so um die 2%, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Beziehungsweise generell die Treasury Yields, wenn die fallen, das wäre natürlich sehr gut für Prologis und das würde auch dazu führen, dass man ja, wieder auf seinen Wachstumspfad leichter zurückkommt und dann natürlich der Fremdhebel wird dann wieder richtig stark. Ganz kurz noch, hier ist der ganze Sektor mal abgebildet des S&P 500, was Immobilien angeht. Und auch da sieht es eigentlich ganz, ganz gut aus, wenn man hier mal auf den Weekly schaut. Da habe ich mal jetzt schnell mal so ein FIB eingezeichnet und da sehen wir, man hat hier den Wochentrend rausgenommen. Jetzt korrigieren wir hier langsam nach unten. Hier ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützungszone. Die ist noch nicht ganz abgeholt worden. Klar, man könnte jetzt auch hier schon weiter nach oben scheppern, aber wie das hier aussieht, könnte sich nochmal ein kleines Abwärtsbein bilden. Aber grundsätzlich, sektormäßig sieht es da sehr, sehr gut aus. Also könnte jetzt wirklich eine Einstiegschance darstellen. Genau, lasst mich mal eure Meinung wissen zum Unternehmen. Vielleicht habt ihr Prologis auch selber im Depot. Lasst gerne ein Like aufs Video da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.